Was geht ab, liebe Tischtennisfreunde? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Testvideo hier auf tt-test.de. Ich teste für euch heute den Jekyll & Hyde Belag von Xiom. Eine ganz neue, revolutionäre Tischtennis-Belagserie. Der wird nämlich mit künstlicher Intelligenz hergestellt. Ich bin sehr gespannt, was der Belag zu bieten hat. Ich teste den C55 heute für euch. Selbst Hugo Calderano spielt diesen Belag und der ist ja nur schließlich die Nummer 3 der Welt. Also können wir einiges von diesem Belag erwarten. Ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei und fangen jetzt an mit dem Testvideo. Let's go! Bevor das Video startet, gibt es erstmal eine Werbung in eigener Sache. In der kommenden Saison möchtet ihr besser werden? Dann bucht ein persönliches Coaching mit mir. Ich werde euer Spiel ganzheitlich, individuell und persönlich analysieren und der euch dann entsprechende Ratschläge und Tipps geben, wie ihr besser werden könnt. Kommen wir zu einem kurzen Faktencheck zum Xiom Jekyll & Hyde C55. Bei so einem komischen Namen wollte ich erstmal wissen, was es damit eigentlich auf sich hat. Xiom selbst schreibt nichts dazu, aber nach kurzer Recherche bin ich auf eine schottische Novelle mit dem Titel Der seltsame Fall des Dr. Jekyll and Mr. Hyde gestoßen, in der es zentral um eine Person mit gespaltener Persönlichkeit geht. Und jetzt kommt's. Xiom bewirbt diesen Belag als den ersten mit einer Dual Tension Technology. Das bedeutet, dass der Belag mehr Kontrolle am Netz und mehr Power aus der Ferne haben soll, was sich eigentlich widerspricht. Also kann man sagen, dass auch der Belag eine gespaltene Persönlichkeit besitzen soll. Das könnte auf jeden Fall den Namen erklären. Insgesamt haben wir es hier mit einem totalen High-End-Produkt zu tun. Der Belag wurde jahrelang mit Hugo Calderano, der Nummer 3 der Weltrangliste, und künstlicher Intelligenz entwickelt. Anscheinend macht die KI-Welle auch vor Tischtennisbelegen keinen Halt. Wahnsinn! Der Belag ist der härteste in der Jekyll & Hyde-Serie mit 55 Grad. Der Buchstabe C im Namen steht für das klebrige, chinaartige Obergummi. Da muss ich leider direkt enttäuschen. Er ist zwar schon sehr griffig bis klebrig, aber bei weitem nicht so klebrig wie ein China-Belag. Den Belag gibt's in Rot und Schwarz mit ausschließlich der Schwammdicke 2,1. Mit 55 Grad Schwammhärte dachte ich, dass der Belag nix für mich ist. Ich habe mit einer Betonplatte gerechnet, die gar kein Gefühl vermittelt. Aber ich wurde sofort vom Gegenteil überzeugt. Mein Feeling für den Belag war direkt da. Ich dachte, es ist nur irgendein Marketingspruch, dass dies der intuitivste Belag von Xiom ist, aber ich war echt fasziniert davon, dass ich gar keine Eingewöhnungszeit gebraucht habe. Die Bälle kamen so an, wie ich es wollte. Durch die klebrige Oberfläche hatte ich auch nicht das Gefühl, dass mir die Bälle in der superfeuchten Halle runtergefallen sind. Besonders die festen Bälle haben mir sehr gut gefallen. Diese sind mit viel Tempo, präzise und spinnig, insgesamt also mit sehr hoher Qualität beim Gegner eingeschlagen. Auch das Topspin-Topspin-Spiel war super. Der Belag kontrolliert den Spin des Gegners und erzeugt eine angenehme Power. Über dem Tisch hat der Belag ebenfalls performt. Ich hatte einen sehr guten Touch beim kurzen Ablegen und auch bei explosiven Bällen über den Tisch. Selbst im passiven Blockspiel konnte mich der Belag völlig überzeugen. Angriffsbälle sind mit hoher Flugkurve sowie mit gerader Ballflugbahn möglich. Allerdings sind die direkten Bälle, also die Angriffsbälle mit flacher Flugbahn und satten Balltreffpunkt die, wofür der Belag konzipiert wurde. Das merkt man, wenn man den Belag spielt. Wenn man technisch sauber den Ball trifft, entwickelt der Ball eine direkte Power, die perfekt für Angriffsspieler mit moderner und vor allem auch sauberer Technik konzipiert sind. Diese Spieler bilden meiner Meinung nach auch die Zielgruppe des Belags. Der Katapulteffekt des Belags ist relativ gering. Das macht es deutlich einfacher, die Bälle im Aufschlag-Rückschlag-Spiel kurz zu halten und zu kontrollieren. Leider kommt noch ein Haken zum Schluss. Der Belag ist ab 63 € online erhältlich. Das ist schon nicht ohne, wenn man bedenkt, dass man bei regelmäßigem Training den Belag ca. alle 3 Monate wechseln sollte. Und das war's auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!